Wer ist Racer X? Das ist eine wilde Frage. Und mit dem letzten Update von Unbound kam ja auch die URL rein, die Underground Racing League. Und wir haben 12 Gegner, die wir besiegen müssen. Und es gibt noch eine extra Challenge, die bald startet. Da müssen wir 2 Millionen Cops zerstören. Und dann wird ein 13. Fahrer auftauchen und uns herausfordern. Also wir müssen halt diese 2 Millionen Cops zerstören, damit er uns wahrnimmt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wer könnte das sein? Da sich das ganze Update ja rund um Underground dreht, ne, kann man jetzt natürlich sagen, das kann ja nur Eddie sein. Eddie war der Endgegner in Underground 1 und dementsprechend ist klar eigentlich, dass er an der Spitze der Underground League ist. Jetzt haben wir natürlich aber auch noch Rachel, denn ihr Auto gibt es ja auch in Unbound. Könnte man jetzt sagen, okay, es kommt Eddie oder vielleicht sogar Rachel. Oder es kommt Melissa. Das ist ja der Wagen, den man jetzt mit dem Premium Speedpass freischalten kann in der aktuellen Volume. Ist auch. Also das sind 3 sehr wahrscheinliche Dinge. Aber jetzt steht natürlich noch Razor im Raum oder Darius. Aber bei denen denke ich eher nicht. Wobei bei Razor muss man mal überlegen, weil der hätte natürlich nochmal einen ganz anderen Impact auf die Story. Weil Most Wanted Carbon-Thematik gibt es ja nicht. Das nächste Update wird sich rund um Cops drehen. Hot Pursuit zum Beispiel, ne, haben sie ja geschrieben. Also daran haben sie sich orientiert. Und da gab es ja eigentlich gar keine großartigen Endgegner irgendwie oder so. Und auch keine Autos, wo man jetzt sagen würde, ja, die kommen dann auch bestimmt in den Speedpass. Also würde mich jetzt wundern. Ich bin sowieso gespannt, was darauf kommt. Aber das schauen wir uns mal im nächsten Video an. Was jetzt interessant ist, guckt euch mal von der Schattierung die Pose an, wie er da steht. Ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, kommt einem diese Pose schon sehr bekannt vor. Ja, er steht im Grunde genauso da wie Razor damals auch in seinem Blacklist-Intro. Und das ist natürlich schon, das könnte jetzt echt ein Hinweis natürlich sein, auf dass es Razor ist. Autos gibt es ja auch, wir haben den neuen Mustang, der könnte mit einem Razor-Design dann einfach als ja, Underground Racing League Endgegner da sein, dass man vielleicht seinen Mustang dann gewinnt oder ne, eine Ausführung von dem neuen Mustang, so eine Razor Edition quasi. Oder er kommt halt als Gegner mit dem M3 GTR, könnte man natürlich auch machen. Also das ist relativ wahrscheinlich. Klar, Razor hat mit Underground eigentlich nichts zu tun, aber naja, die Entwickler müssen jetzt auch nicht unbedingt so streng sein und sich ganz exakt daran halten, ne? Weil natürlich würden viele einfach in einem Hype ausbrechen, wenn auf einmal Razor auftaucht. Und natürlich wäre es noch besser, anstatt den M3 GTR, dass er den Mustang hätte, dann könnten sie noch ein Auto freischalten. Das Ding ist aber, wir haben ja durch die Story erfahren, dass Razor, also mutmaßlich Razor, den M3 bestellt hat quasi. Wir haben ja in der Story den M3 irgendwo aus dem Industriegebiet geklaut, von wem auch immer. Wir wissen nicht, wer den Wagen da hingestellt hat. Und haben ihn dann abgeliefert. Und die haben ja gesagt, der Typ am Telefon war echt kein netter Typ so nach dem Motto. Und ja, jemand, mit dem man sich wohl nicht anlegen will, dass er irgendwie von irgendeiner Blacklist ist und so weiter und so fort. Das ist natürlich, das könnte man jetzt natürlich so verbinden und sagen, yo, Razor versucht sich hier in Lakeshore einen Namen zu machen. Die Frage ist aber, ja, wie ist das so lore-technisch? Das würde schon ein bisschen hingeworfen wirken. Jetzt einfach nur, ja, Razor ist auf einmal Platz 1 hier in dieser URL-Liste. Ja, puh. Und die andere Frage ist, hat Razor wirklich Interesse daran, nach allem, was passiert ist, nach all den Jahren Knast vor allem, direkt wieder einfach eine Rennfahrerkarriere zu starten, sich direkt wieder mit den Cops anzulegen? Ne? Und dann auch noch in dem M3 GTR, der Wagen, der wahrscheinlich sowieso immer noch gesucht wird. Fraglich, ne? Aber das ist ja dann auch schon wieder so eine Sache, da tauchen wir schon wieder viel zu weit rein in Theorien und so weiter. Na, wer könnte da noch an dieser Stelle sein? Man könnte jetzt Underground 2 technisch sagen, Caleb ist noch eine Option. Oder, ja, eigentlich wissen wir ja sowieso schon alle, wer es ist, denn es wird, ja, ich spoiler jetzt, Kappa, nein, oder? Nein? Ah, es ist Neville, natürlich ist es Neville. Nein, Spaß beiseite. Na klar. Ich bin hier der Blöde! Ja, also Razor ist schon wahrscheinlich wegen der Pose, aber ich rechne halt immer noch eher mit Eddie, dass er sein Comeback feiert quasi, so wie er es in Need for Speed 2015 gemacht hatte. Ne, da haben sie ihn ja auch mit eingebaut. Oder halt, dass man gegen Melissa fährt. Die Frage ist halt,
Wie machen sie das? Wird man da was sehen, einen Charakter sehen? Weil die können jetzt auch nicht einfach sagen, ja, dann nehmen wir halt Razor wieder, ne? Ich meine, diese Figur Razor oder Melissa, Eddie, bla bla, das sind ja Kunstfiguren von EA selbst. Die haben ja die Rechte daran, aber die können halt nicht 1:1 Razor zeigen, wie er damals zum Beispiel war, wenn er kommen würde, weil das ist ja immer noch ein echter Mensch und der müsste ja dann Gage bekommen und so weiter. Die können ja nicht einfach sein Gesicht wiederverwenden, ne? Außer sie ändern es ein bisschen ab. Bei Eddie sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da gab es zwar auch einen echten Schauspieler damals, aber der war ja gar nicht zu erkennen gefühlt. Also der sieht ganz anders aus als im Spiel. Das war halt damals eine alte 3D-Technologie. Man könnte natürlich auch sagen, Samantha ist eine Option, dass Samantha zurückkehrt oder TJ, aber das sind so Charakter, die eher die sind weiter im Hintergrund. Kann natürlich sein, wäre auch cool, wenn der Civic Coupé wiederkommt, ne? Schön mit dem Hello Kitty Design und dem Breitbau, wäre schon echt wild. Ich meine, wir haben jetzt Melissas Auto bekommen aus Underground 1, dann haben wir den Nissan Skyline von Eddie natürlich schon und so der dritte im Bunde wäre ja eigentlich, der relativ bekannt ist, wirklich der Civic von Samantha, ne? Und das wäre schon eine feine Sache. By the way, hier, falls ihr irgendein Entwickler zuschaut und sich das mit englischen Untertiteln gibt, ne, ich habe eine Idee für ein Autopaket, da bezahlen die Leute sogar. Alle Special Cars aus Underground 1, dankeschön. Hier, PT Pablo Eclipse, Mystical Celica und so, ne? Ja, danke. Ne, ist mir jetzt mal so spontan eingefallen. Ja, ist wirklich eine interessante Sache, wie gesagt. Ich tippe echt mal auf Eddie oder Melissa, weil wir jetzt halt die Autos von ihr haben und von ihm oder also ich gehe einfach von vorhandenen Autos gerade mal aus. Ne? Wir haben den neuen Mustang und den M3 GTR, die würden für Razor sprechen. Melissas Eclipse, Eddies Skyline, Rachels 350Z. Das sind Autos, die jetzt schon da sind. Da könnte man natürlich ein Bossrennen draus machen. Ja, oder es kommt halt tatsächlich noch ein Bonusfahrzeug, ganz unerwartet als Präsent, was natürlich nochmal geiler wäre. Ich würde es echt abfeiern, wenn da auf einmal Samantha Civic auftaucht oder so. Aber ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, womit rechnet ihr. Und ja, das Ganze ist wirklich, da kann man halt wirklich eine Story draus machen. Jetzt habe ich auch schon viel länger darüber geredet, als ich eigentlich wollte, weil man merkt, man kann das halt, wenn man jetzt zum Beispiel Razor nimmt, wir landen immer wieder bei Razor, man merkt's, ne? Dann, ja, man landet einfach immer wieder bei ihm. Allein halt, weil er in der Story einen kleinen Gastauftritt mehr oder weniger hatte. Man hat ihn halt nicht direkt gehört, aber, ne, man munkelt und munkelt und munkelt, dass es halt sehr wahrscheinlich Razor war. Jetzt haben wir natürlich, Cross wäre auch noch eine Option. Oh, aber Cross Underground League, nein, funktioniert nicht. Cross war ja Kopfgeldjäger und Sergeant bei der Polizei. Wenn... Natürlich könnte man ihn undercover einschleusen, aber wüsste ja jeder, was los ist. Eigentlich ist das ja stadtbekannt, der Typ. Also ich denke mal, den wird so ziemlich jeder Racer, der ein bisschen tiefer drinsteckt in der ganzen Szene von Need for Speed da, der wird wissen, wer Cross ist. Ne? Also ein Typ, der wahre Legenden schon gejagt hat und ne, die Blacklist auseinandergenommen hat in Rockport und. Und am Ende wahrscheinlich auch Darius Hobbs genommen hat, je nachdem. Zu seiner Story kommen wir, by the way, noch. Das Gute ist, wir müssen ja eh nicht so lange warten. Die Frage ist halt nur, schaffen die Spieler es wirklich? Kommt halt wirklich auf die Spielerzahlen an, weil 2 Millionen klingt jetzt nicht viel, aber ja, wenn jetzt nicht viele Spieler da sind oder das Spiel spielen, kann das schon ein bisschen dauern, ne? Mal eben 2 Millionen Cops zu zerstören, weil, ja, ich will jetzt nicht frech wirken oder sonst was, aber manche Spieler sind halt auch maximal lost in Anbauen, ne? Das ist bestimmt jedem von euch schon mal aufgefallen, wenn ihr mal einen Link abmachen wolltet. Und die fahren da irgendwie total desorientiert durch die Gegend, wissen nicht mal, wie sie Windschatten machen und so. Dann sagt ihr mal, ja, zerstör mal bitte eben ein paar hundert Cops, ey, und trag dein Teil bei. Wobei, sinnlose Zerstörung kann eigentlich jeder, oder? Wie dem auch sei, schön mal drüber gesprochen zu haben. Ich weiß, das ist eh nur noch kurz darauf hin und wir werden dann wahrscheinlich bald erfahren, wer der Fahrer ist, aber ich dachte, ich heiz das Thema noch mal ein bisschen auf mit meinen Theorien hier. Da haben wir ja damals sehr viele Videos zugemacht. Wie gesagt, die nächste Story ist in Arbeit, ne? Der nächste Typ ist ja quasi Darius, habe ich vorgehabt. Weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe. Wenn nicht, dann ja, jetzt seid ihr gespoilert. Der nächste wird Darius sein, aber ich arbeite da halt nur gelegentlich dran. Da jetzt nicht so aktiv, dass es jetzt schon bald kommt, aber ich habe zumindest schon mal angefangen wieder, ne? Damit ihr da Bescheid wisst. Und ja, schreibt mal eure Kommentare in die
Kommentarspalte, was ihr davon haltet. Wer glaubt ihr, wird es sein, der da auftaucht? Und zum Thema Razor, was glaubt ihr, könnten die Beweggründe von Razor sein, wenn es so kommen sollte, dass er in Lakeshore Rennen fährt und in der Underground League weit oben ist? Das ist wirklich, ne, natürlich, das kann sein, die Entwickler, die klappen halt einfach dahin für den Hype. Aber man malt sich ja auch gerne schon mal selber eine Story dann aus, weil Need for Speed halt eins der wenigen Rennspiele ist, die wirklich mit einer richtig geilen alten Story flexen können. Ne? Vielleicht ist es ja auch Ryan Cooper. Ja, das sage ich mit völlig übertriebener Stimme, denn der Typ hat immerhin einen Helm auf. Na, ihr wisst Bescheid, was los ist. So viele Möglichkeiten. Na, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, um den Kanal zu unterstützen, damit helft ihr mir sehr. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, noch viel Spaß auf meinem Kanal oder einen schönen Tag. Was auch immer, haut rein! Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Bleib doch sitzen.